Die Ruinen von Schloss Hausen im Donautal. Bereits um 1094 wurde das Schloss Hausen im Tal erstmals erwähnt. Was wir darüber weiteres herausgefunden haben, erfahrt ihr jetzt. Die Erbauung der ursprünglichen Burg auf dem Felsen wird den Herren von Hausen zugeschrieben. Zum Zeitpunkt des ersten Auftauchens in den Schriften gehörte sie Lampert von Hausen. Das gleichnamige Dorf befindet sich fast 200 Höhenmeter unterhalb im Tal. 1209 wird die Burg durch die Herren von Ramsberg erworben. Der dort wohnhafte Familienzweig nennt sich fortan Ritter von Hausen. Mit der Zeit wird die Wehranlage von den neuen Besitzern mehrmals erweitert und ausgebaut. Hausen sollte weit mehr als 300 Jahre der Hauptsitz der Familie bleiben. Die Kernburg mit Wohngebäude, Saalbau, Bergfried und weiteren Gebäuden war durch einen heute noch gut sichtbaren Graben geschützt und konnte nur über eine Zugbrücke erreicht werden. Davor gab es eine Vorburg, in welcher wohl auch mehrere Gebäude standen. Diese war wiederum durch einen Graben vom angrenzenden Plateau abgetrennt. Heute sind beide Teile der einstigen Wehranlage durch Brücken zugänglich, was sehr lobenswert und bei vielen anderen Ruinen im Donautal leider nicht selbstverständlich ist. Im Verlaufe des 14. und 15. Jahrhunderts wird die Burg nach und nach zu einer sehr weitläufigen Schlossanlage bzw. ausgebaut. Dabei entstanden auf dem Plateau das neue Schloss mit einem inneren und äußeren Schlossgarten sowie der etwas abseits gelegene, noch gut erhaltene Wartturm. Bereits 1470 wurde das äußere Schloss bei einer kriegerischen Auseinandersetzung mit den Württembergern wieder zerstört. Es wurde danach jedoch erneut aufgebaut, wie ein Gemälde von 1756 zeigt. Mit dem Tod von Sixt von Hausen im Jahr 1549 wurden grundlegende Veränderungen in Gang gebracht. Ein Jahr später verlegten die Herren von Hausen ihren Sitz nach Stetten am Kalten Markt. Dort bauten sie ein neues Schloss, welches heute das Rathaus ist. Nach dem Erlöschen der schwäbischen Linie der Herren von Hausen im Jahr 1648 folgten mehrere Besitzerwechsel. Unter anderem waren Berthold Stein von Klingenstein, die allseits bekannten Habsburger und die Schenken von Kastell für kurze Zeit Eigentümer. Letztere hatten ihren Hauptsitz auf der Burg Kastell
oberhalb von Tägerwilen in der heutigen Schweiz. Ein paar Jahrzehnte gehörte die Schlossanlage auch den Grafen Fugger von Kirchberg und Weißenhorn. Bevor Schlosshausen 1803 in die Hände von Großherzog Karl Friedrich von Baden kam, war es auch noch im Besitz des Klosters Salem. Es soll in dieser Zeit noch in ganz annehmbarem Zustand stolz auf dem Felsen gestanden haben. Laut Überlieferung wurde das Schloss sogar saniert. Nach Karl Friedrichs Tod 1811 übernahm der junge Karl Ludwig Friedrich die Regierungsverantwortung. Kurz darauf berichtete ein badischer Amtmann mit dem passenden Namen Bleib im Haus der großherzoglichen Verwaltung mehrmals, die Gebäude seien baufällig und betreten lebensgefährlich. Angesichts der jüngsten Vorgeschichte mehr als erstaunlich. Trotz der Ungereimtheiten kam 1813 schließlich der Befehl zum Abbruch. (1830) kamen die Ländereien und somit auch die übrig gebliebenen Ruinen in den Besitz der Grafen von Langenstein, bis schließlich die Grafen von Douglas, deren die Schlossruine heute noch gehört, Eigentümer wurden. Im Jahr 2007 wurden die Überreste aufwendig saniert und im Februar 2008 zum Denkmal des Monats ernannt. Gepflegt wird die Ruine durch das gräflich-Douglasche Forstamt. Das Schlossareal ist wirklich ziemlich groß. Und wer genau hinschaut, kann überall wieder ein paar Reste des alten Schlosses erkennen. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video.